Und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Doch wer tat die Arbeit, verband die Sonne mit der Stromquelle und schaltete den Strom ein? Der Begriff Gott taucht immer dort auf, wo unsere sinnliche Erfahrung fehlt. Inzwischen gibt es in der Physik eine Menge Begriffe ohne sinnliche Erfahrung. Doch ohne sinnliche Erfahrung gibt es nur Glauben. Aber der Ingenieur benötigt Wissen für ein gutes Produkt. In Zeiten des Klimawandels müssen wir die fossilen Brennstoffe gegen das Licht der Sonne auf der Erde austauschen. Doch dieses Licht hat einen relativ geringen Flächenwirkungsgrad für unsere Ansprüche, und alle Versuche, einen brauchbaren Fusionsgenerator zu bauen, scheiterten bis auf ein Konzept, das Konzept der elektrischen Sonne. Dieses Konzept funktioniert im Widerspruch zu allen Theorien der modernen Physik. Doch ehe wir zu diesem Experiment kommen, das das elektrische Prinzip realisiert, wollen wir einige Grundlagen rekapitulieren. Unsere Materie kommt in 4 Phasen vor: fest, flüssig, gasförmig und ionisiert. In dieser Reihenfolge nimmt der Energieinhalt der Phasen zu. Licht entsteht im Übergang von der ionisierten zur gasförmigen Phase. Nur einen geringen Teil des elektromagnetischen Spektrums, das die Sonne abgibt, empfinden wir als Licht. Den größeren Teil empfinden wir als Wärme. Thermodynamisch ist die Sonne ein offenes System. Sie empfängt aus der Umgebung Wasserstoff und Elektrizität und gibt die Strahlung als Entropie ab. In Unkenntnis dieses Umstands wird von dunkler Energie gesprochen. Physikalisch interessant sind die Phasenübergänge, allerdings noch wenig erforscht. Phasenübergänge sind für Ladungstrennung verantwortlich, man nennt sie auch Doppelschichten. Jede Batterie funktioniert nach diesem Prinzip. Dass es auch im Kosmos Doppelschichten gibt, wird von den meisten Astrophysikern nicht anerkannt. Die Tatsache, dass Ionen und Elektronen nicht als Individuen wahrgenommen werden können, sondern nur als ein kollektiver Verband, führte schließlich zur Quantenmechanik. Der Widerspruch liegt darin, dass wir aber so tun, als könnten wir die Materie bis weit unter die Grenzen eines Protons auflösen. In Wirklichkeit erhalten wir immer eine kollektive Antwort der Natur, was die Quantenmechanik mit dem Doppelcharakter des Lichtes umschreibt. Alle Bemühungen der Teilchenphysik bestätigten immer wieder, dass es nur das Elektron und das Proton als stabile Teilchen gibt. Der Physiker Jörg Black-Neuhaus kommt zu dem Schluss, dass Elementarteilchen weder eine feste Gestalt haben, noch eine innere Struktur. Das sind die 2 wichtigsten Erkenntnisse aus den Versuchen am Large Hadron Collider, der größten elektrischen Maschine zur Beschleunigung von Elementarteilchen. Der Mikrokosmos müsse mit der Quantenmechanik beschrieben werden, lautet eine Schulweisheit. Doch wo beginnt der Mikrokosmos? 2 fundamentale Aussagen haben die Quantenmechanik von der klassischen Mechanik getrennt. Das war einerseits Max Plancks Aussage zum Wirkungsquantum, dass die Natur in diesem Bereich diskret wäre, und das war andererseits Heisenbergs Unschärferelation. Treffen beide Aussagen wirklich nur für den Mikrokosmos zu? Plancks Konstante ist das Verhältnis von Energie zur Frequenz, die er für das Elektron gefunden hat. Wieso ist das eine Naturkonstante? Ein Proton hat ein anderes Wirkungsquantum. Meine Schlagbohrmaschine hat ein Wirkungsquantum. Und wenn die Sonne täglich mein Gemüse bescheint, hat sie auch ein Wirkungsquantum. Die Unschärfe kennt jeder vom Fotoapparat, wenn bei Sportaufnahmen die Belichtungszeit für die Bewegung zu lang war und wenn der gewählte Maßstab für die Messung zu groß war. Das Messergebnis eines Weges ist abhängig vom Kartenmaterial, das ich verwende. Das ist Benoit Mandelbrot erstmals bei der Bestimmung der Länge der Küstenlinie Großbritanniens aufgefallen. Das Delta für einen Weg ist eine vorgegebene Gerade.
mit der ich die Strecke anzunähern versuche. Mit anderen Worten, wir quanteln die Zeit und den Weg, seit wir Differentialrechnung betreiben. Und das tun wir auf allen Skalen. Wenn uns das erst einmal bewusst wird, halten wir die Quantenmechanik nicht mehr für ein Naturgesetz des Mikrokosmos. Sie ist schlicht eine auf Frequenzanalyse aufbauende Betrachtungsweise und sie kann folglich auch durch eine andere Betrachtungsweise ersetzt werden. Ihre Grundbegriffe Wirkungsquant und Unschärfe begegnen uns auf allen Skalen. Sie hat nichts mit dem Mikrokosmos zu tun. Und dass im Mikrokosmos die Kausalität aufgehoben wäre, wie es Heisenberg behauptete, würde bedeuten, wir könnten keine Gesetze erkennen, denn dass aus dem objektiven Zufall im Kleinen die Kausalität im Großen entsteht, müsste erst verifiziert werden. Quantenmechanik baut aber auf unvollständigem Wissen auf. Zweifellos gibt es Instabilitäten, doch wie die sich auswirken, bleibt uns in der Regel verborgen. Unsere Unwissenheit beeinflusst aber nicht die Kausalität, wie uns Quantenmechaniker weismachen wollen. Sie ist aber das Einfallstor zum Glauben, das Lemaitre so fasziniert hat. Wir haben im vorigen Video die Maxwell'schen Gleichungen auf kosmische Dimensionen skaliert. Aus der Mikroelektronik wissen wir, dass ihre Strukturen bereits schon die Grenzen von 10 Nanometer unterschreiten. Damit liegt sie nur 3 Größenordnungen über den Atomradien. Warum sollen sie nicht auf noch geringeren Skalen funktionieren? Das kosmologische Prinzip sollte auch im Mikrokosmos gelten. Alle unsere technischen Anwendungen dieser Gleichung zeigen, dass eine elektromagnetische Welle die sich verteilende Energie eines offenen Schwingkreises ist. Folglich muss Prigogines nichtlineare Thermodynamik zur Anwendung kommen. Dieser Gedanke legt nahe, dass ein lichtemettierendes Atom ein offener Schwingkreis ist. Eine der ersten Anwendungen dieser Schwingkreise war der Transformator von Tesla. Er besteht im Wesentlichen aus 2 sich stark in ihrer Windungszahl unterscheidenden Stromschleifen und einem Spulenkern. Die Anregung der äußeren Spule erzeugt in der inneren Spule eine so hohe Spannung, dass sich die Energie über einen Lichtblitz entlädt. Wenn wir uns ein Atom vorstellen, schließen wir, dass es ähnlich aufgebaut sein muss wie ein Tesla-Transformator. Jedoch lehrt uns die Quantenmechanik ein völlig anderes Bild. Nachdem wir jedoch wissen, dass sie eine Betrachtungsweise ist, können wir eine andere Betrachtungsweise wählen. Es gibt nur 2 stabile Elementarteilchen, das Elektron und das Proton. Schon das Neutron ist instabil und wandelt sich nach kurzer Zeit in ein Wasserstoffatom um. Wer weiß denn, ob im Atomkern überhaupt Neutronen existieren? Ebenso könnte ein aus dem Kern austretendes Proton bei der Kernspaltung ein Elektron mitreißen. Bei gewöhnlicher Radioaktivität beobachtet man keinen Neutronenaustritt. Die Experimente am Large Hadron Collider haben eindeutig gezeigt, dass trotz höchstem Energieeinsatz es nur 2 stabile Elementarteilchen gibt, das Elektron und das Proton. Alles, was diese riesige Maschine produzierte, hatte eine Lebenszeit jenseits irgendeiner Nutzbarkeit. Es ist beruhigend, dass die Selbstheilungskräfte der Natur so schnell wirken. Da ein Stromkreis im Falle eines Stromdurchflusses geschlossen sein muss, kann man nach Maxwell für ein Elektron die Form einer Stromschleife annehmen. Die Lorentzkraft hat das Bestreben, diese Schleife zu verdrillen. So ist ein freies Elektron keine Kugel, sondern ein Knäuel. Dieses Knäuel hat die gleiche Funktion wie eine elektrische Spule mit einer Selbstinduktivität, die proportional dem Quadrat der Stromumläufe ist. Das Magnetfeld hat die Eigenart, Massen in konzentrischen Kreisen zu ordnen.
wie wir in Teil 2 gesehen haben. Folglich können wir annehmen, dass ein Proton keine Kugelgestalt hat, sondern eher wie ein Donut aussieht. Ein Neutron hat dann die folgende Form. Nun lassen sich aus den beiden Wirbeln verschiedene Anordnungen kombinieren. Die Verbindung zweier magnetischer Wirbel mit einem elektrischen Wirbel bildet einen Elementarmagneten. Ein Wasserstoffmolekül besteht aus zwei elektrischen und zwei magnetischen Wirbeln von unterschiedlicher Größe, wobei der kleinere der beiden elektrischen Wirbel die beiden magnetischen Wirbel trennt. Bei der Fusion wird nun der äußere elektrische Wirbel entfernt und der innere elektrische Wirbel zieht die beiden magnetischen Wirbel zusammen. Dabei wird die Stromschleife kleiner und die Umläufe nehmen zu. Die dabei frei werdende Energie wird als Strahlung abgegeben. Die Tatsache, dass für die Kernfusion die Elektronenhülle entfernt werden muss, damit thermodynamisch eine höhere Ordnung entstehen kann, zwingt dazu, das Standardsonnenmodell zu überdenken. Das hat bereits Ralph Jürgens 1972 getan. Wo kann man die Elektronen von der Hülle entfernen? Dazu müssen wir uns eine Gasentladungslampe anschauen. In einer Gasentladungslampe strömen die Ionen zur Kathode und die Elektronen zur Anode. Nur sind die Elektronen viel schneller als die schwerfälligen Ionen, weshalb es an der Anode zu einer Ansammlung von Protonen kommen wird. Die Elektronen können in die Anode eindringen, die Protonen werden abgewiesen und von ihr weg beschleunigt. Genau das beobachten wir als den Sonnenwind, und das Sonnenlicht ist das Anodenlicht. Also die Annahme falsch, dass die Sonne ein thermonuklearer Ofen wäre, der im Inneren durch die Schwerkraft Wasserstoff gefangen hält und ihn infolge des inneren Drucks in Helium umwandelt. Dieser Mechanismus mag bei schweren Elementen mit Ordnungszahlen größer als 56 funktionieren, die schon eine große innere Dichte aufweisen, nicht aber bei Wasserstoff. Um Wasserstoff so dicht zusammenzupressen, muss er schlagartig abgebremst werden. Dazu bedarf es eines großen Temperaturgradienten. Einen solchen Temperaturgradienten findet man im Übergang von der Sonnenkorona zur Chromosphäre. Dort sinkt die Temperatur innerhalb einer geringen Entfernung um mehrere Größenordnungen. Der Temperatursturz entspricht einer schlagartigen Abbremsung der Geschwindigkeit, was für die positiven Protonen zu einem Stau führt. Lediglich die Elektronen können die Anode passieren. An dieser Stelle bildet sich eine Doppelschicht aus. Das Idealbild einer Sternentstehung ist der Schmetterlingsnebel M2-9. Hier eine Aufnahme des Hubble-Teleskops. Der Birkeland-Strom wird hier durch den Z-Pinch-Effekt eingeschnürt und die Massen verdichtet. Ihm nachempfunden ist das Prinzip eines Fusionsgenerators, wie es vom SAPHIRE-Team unter der Leitung von Montgomery Childs benutzt wurde. SAPHIRE bedeutet Stellar Atmospheric Function in Regulation Experiment, also die Funktion stellarer Atmosphären im geregelten Experiment. Das thermische Profil der Reaktorkammer zeigt, dass hier ein sehr großer Temperaturgradient herrscht, so wie er auch im Übergang von Korona zur Chromosphäre auf der Sonne zu finden ist. Das Diagramm zeigt die Überwachung des Experiments. Die rote Linie repräsentiert die Infrarotkamera. Das ist die, die auf die Anode blickt, um ihre Temperatur zu überwachen. Die blaue Volumeterlinie zeichnet eine relative Energiemessung dessen auf, was am Ende herauskommt. Die goldene Linie ist der Temperaturverlauf am Thermoelement. Während des Experiments wurden die Zusammensetzung des Wasserstoff-Stickstoffs gemischt und die Leistungseinstellungen geändert, sowie die Temperaturen von der Anode und der Kammer überwacht.
Das Experiment musste an der Stelle abgebrochen werden, als die Anode zu schmelzen begann. Man beachte den Peak dieser gelben Linie. Das ist der Punkt, wo bei 100% berechneter Maximalleistung aber nur 7% eingespeist wurden. Hier musste das Experiment abgebrochen werden, weil es sonst außer Kontrolle geraten wäre. Das war für die Experimentatoren ein sehr unerwartetes Ergebnis. Noch erstaunlicher war das Ergebnis der Analyse der Anodenoberfläche nach dem Experiment. Hier zum Vergleich die Anode vor dem Experiment und danach. Die Analyse der Anode wurde mit einem Rasterelektronenmikroskop durchgeführt. Und hier finden sich winzige Ablagerungen von Elementen, die vorher definitiv nicht in der Reaktorkammer vorhanden waren. Das mutet ein wenig wie Magie an. Wenn man jedoch das vorher erklärte Atommodell als Basis annimmt, erscheinen die Ergebnisse durchaus plausibel. Es erscheinen aufgrund der Elementarmagneten der Deuterium- und Tritiumkerne eine Vielzahl von Zusammensetzungen zu schweren Elementen. Es sind dies die Elemente, die man auch in den Fraunhoferschen Linien des Sonnenspektrums identifizieren kann. Alle die gelb und grün leuchtenden Elemente im Periodensystem wurden nachgewiesen. Zum Abschluss möchte ich nicht versäumen, allen genannten und nicht genannten Wissenschaftlern vom Thunderbolt-Projekt und dem SAFIRE-Team für das bereitgestellte Faktenmaterial zu danken, ohne dass ich diese Geschichte über die Physik hätte nicht erzählen können.